das Zusammenhalten und sich nicht spalten. Und das ist ein wichtiges Thema, was der Sheikh auch am Anfang von der Khutbah angedeutet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, dass wir zusammen bleiben und festhalten an das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala oder an den Seil von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet an das Seil, allesamt, haltet an Seil von Allah und spaltet euch nicht. Und hier in diesem Vers weist Allah subhanahu wa ta'ala oder befiehlt uns, dass wir alle zusammenkommen und verbietet uns, dass wir auseinandergehen. Befiehlt uns, dass wir alle zusammenhalten an das Seil von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist das Seil von Allah? Die Gelehrten und die Tafsir-Leute sagen, dass das Seil von Allah subhanahu wa ta'ala ist sein Buch. Oder ist das Buch und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder ist das Zusammenhalten der Jama'a. Und Imam Ibn Kathir sagte, dass diese Bedeutungen sich nicht widersprechen. Man sollte an das Buch von Allah festhalten, man sollte an die Sunna des Propheten Muhammad festhalten und man sollte auch mit seinen Brüdern zusammenkommen und an die Brüderlichkeit festhalten. Und ein anderer Vers warnt uns Allah davon, dass wir die Spaltung machen, dass wir uns spalten, sagt Allah die nähere Übersetzung, spaltet euch nicht, seid nicht wie diejenigen, die sich spalten haben, nachdem ihnen die Rechtsleitung und das Wissen gekommen ist. Und dann hat Allah sie eine harte Strafe angeordnet, sagt, für denen wird es eine harte Strafe geben. Ein anderer Vers sagt, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, seid nicht von denjenigen, die Götzen anbeten, مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, von denjenigen, die ihre Religion gespalten haben und sind in Gruppierungen geworden. Hier warnt Allah subhanahu davon, dass wir uns so wie die verhalten. Und ein anderer Vers sagt Allah subhanahu يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ, an dem Tag, wo Gesichter strahlen werden und weiß werden und wo Gesichter sozusagen schwarz werden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die schwarze Gesichter haben, das sind diejenigen, die sich von der Religion getrennt haben, die abtrünnig gewesen waren, die sich gespalten haben. Und über diejenigen, die das weiße Gesichter, strahlende Gesichter haben, die werden die frohe Botschaft bekommen. Und so sagte der Sheikh Dua, dass Allah zu denjenigen gehören lässt, die strahlende Gesichter haben, Yawm al-Qiyamah. Und die sind in der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch ein weiterer Vers spricht Allah subhanahu wa ta'ala sein Prophet, und das gilt auch für jeden Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna alladhina farraqu dinahum, diejenigen, die ihre Religion gespalten haben, wa kanu shi'a, und sind in Gruppierung geworden, lasta minhum fi shay, du hast mit ihnen nichts zu tun, die haben mit dir nichts zu tun. Deswegen sollte man an die Jama'a festhalten, sollte man sich nicht spalten, sollte man nicht aus der Jama'a rausgehen. Dann deutet der Sheikh auf die Bedeutung von der Jama'a. Was ist denn damit gemeint mit der Jama'a, wo uns Allah subhanahu warnt und wo sozusagen Allah subhanahu uns befiehlt, an die Jama'a festzuhalten. Und da hat er auch Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, die auf die Jama'a sozusagen die an Jama'a festhalten lassen, wo wir befohlen sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch, dass wir die Jama'a nicht verlassen. Sagt dann der Sheikh, die Jama'a ist damit gemeint, dass man, wenn man einen Imam, einen Führer hat, dass man sich nicht aus seiner Herrschaft rausbringt, dass man sich nicht spaltet und dass man nicht Putsch macht gegen seinen Herrscher oder versucht, sich gegen seinen Herrscher zu lehnen oder dass man sich nicht an ihn unterordnet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer von seinen Emir, wer von seinen Herrscher etwas
Schlechtes sieht, der sollte geduldig sein. Denn wenn man die Jama'a verlässt, auch wenn es nur ein Teil ist, wenn man die Jama'a verlässt und somit stirbt, dann stirbt man auf eine Art von Jahiliyyah. Dann hat man einen Tod wie auf der Art von der Zeit von Jahiliyyah gestorben. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Hand ist mit der Jama'a, das heißt, Allah wird die Jama'a unterstützen. Und er sagt, wer sich von der Jama'a spaltet und rausgeht aus der Jama'a, selbst wenn es nur eine Handspanne ist, dann hat er sozusagen die Zügel des Islams aus seinem Hals rausgenommen. Was bedeutet das? Das heißt, genauso wie das Kamel oder das Reittier Zügel hat, die ihn festhalten, wo wir ihn festhalten können, damit er nicht weggeht, wegläuft, so ist auch sozusagen die Jama'a der Zügel für den Muslim, damit er nicht irre geht, damit er nicht verlorenen Wege und irre Wege geht. Deswegen hält man an die Jama'a. Und auch deutet der Sheikh darauf hin, dass auch nicht nur Jama'a sozusagen erforderlich ist, den Herrscher zu befolgen oder unter seiner Ordnung zu sein, sondern auch, es gibt viele Arten von Jama'a, die im Allgemeinen Khair und Baraka sind und auch verlangt ist, dass wir daran halten. Wie die Jama'a im Gebet, weil sozusagen gibt es viele Rituale in der Religion und gibt es viele Regeln der Religion, die sozusagen, wo dafür die Jama'a erforderlich ist. Wie das Gebet, die 5 Gebete, wie Salat al-Jumu'ah, wie das Gebet von Eid, wie sozusagen verschiedene Sachen, die mit der Jama'a zu tun haben. Und alles, wo du zusammenarbeiten kannst mit den Brüdern, um die Religion zu verrichten, das gehört zu der Jama'a, wo wir festhalten sollten. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn wir auf einer Reise sind, empfiehlt uns die Jama'a und sagt, wer alleine reist, ist ein Shaitan. Und der Shaitan ist von den zwei etwas distanzierter. Und wenn man in Jama'a ist, in mehr als 2, dann ist das sozusagen eine Reise. Deswegen der Prophet Muhammad selbst bei der Reise sagt, wenn ihr in Reise geht, dann solltet ihr einen Amir haben, einen Jama'a, solltet ihr schon sozusagen ein Jama'a festhalten und sozusagen euch organisieren und in Jama'a sein. Und auch in anderen Angelegenheiten. Deswegen ist es sehr wichtig, vor allem in diesem Land hier, ist es sehr wichtig, dass man mit seinen Brüdern zusammenkommt auf das Verrichten der Religion. Alles, was zu verrichten der Religion dazugehört, brauchen wir die Jama'a, brauchen wir die Unterstützung. Allah sagt uns, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Verhelft euch gegenseitig. Das ist die Jama'a. Verhelft euch gegenseitig zu dem Guten, zu der Guten und die Gottesfurcht. Und verhelft euch nicht gegenseitig zu der Sünde und zu das, was Allah verboten hat. Deswegen ist nicht mit der Jama'a gemeint, die Jama'a, wenn wir zusammenkommen in ein Café oder zusammenkommen in irgendeine Sache, die sozusagen nicht von Religion ist oder die uns nichts hilft in Religion oder wo wir vielleicht sogar Sünde machen. Nein, es geht darum, dass wir die Religion aufbauen und da brauchen wir uns gegenseitig. Moschee braucht Jama'a, die sozusagen Angelegenheit der Muslime braucht Jama'a. Deswegen sollten wir an diese Jama'a festhalten. Sogar beim Essen, sagt uns der Prophet Muhammad, sollten wir Jama'a sein. Die Baraka ist, wenn die Hände mehr werden auf einen Teller, wenn wir essen. Das ist eine Baraka von Jama'a. Der Prophet Muhammad lässt in alle Angelegenheiten, dass wir zueinander kommen
und uns versammeln und uns lieben und uns sozusagen gegenseitig unterstützen. Das ist die Jama'a, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das beigebracht hat. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo die Sahaba sozusagen auf Reise waren und sich auseinandergesetzt haben, hat er die dazu zusammengebracht und hat gesagt, diese auseinandergehen, obwohl das nur woanders sitzen, jeder sitzt woanders, hat gesagt, das ist von Shaitan. So hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht, dass wir zusammenkommen, beigebracht, dass wir uns gegenseitig unterstützen zum Guten, beigebracht, dass wir immer an der Jama'a festhalten, nicht von der Jama'a weggehen, weil die Gefahr bei der Spaltung sozusagen zum einen, wie bei diesem Hadith, wenn wer aus der Jama'a rausgeht und stirbt, dann stirbt er auf eine Art von Jahiliya. Das ist sozusagen die Gefahr, wenn man sich gegen den Herrscher lehnt oder sozusagen sich aus der Jama'a spaltet und seinen eigenen Weg macht, seine eigene Jama'a macht. Das darf man nicht im Islam. Da ist die Gefahr, dass man sozusagen auf eine falsche Art und Weise stirbt, dass man sozusagen bestraft wird dafür. Und auch andersrum, sozusagen wie hier oder in jedem Ort, wo die Jama'a, wo wir unter die Jama'a bleiben sollten, auf Verrichten der Religion, auf Halten an Sunnah, weggehen von Bid'a. Wenn man sich nicht daran hält, wenn man sich distanziert, dann ist man eine leichte Beute. Für wen ist man eine leichte Beute? Man ist eine leichte Beute für den Gegner des Islams oder für den Shayatin, für die Shayatin von Menschen, von Shayatin von Djinn. Deswegen sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haltet an die Jama'a und seid gewarnt, denn der Wolf nimmt von den Schafen, die aus der Reihe gehen. Das heißt, die nicht in der Jama'a sind bei den Schafen. Wenn der Wolf eine Schaf sieht, der etwas distanziert ist, dann ist es eine leichte Beute für ihn. Und so ist es auch hier. Wenn man nicht an die Jama'a der Muslimen geht, wenn man nicht an die Moscheen sich bindet, wenn man nicht an die Sunnah hält, mit den Leuten die Sunnah praktiziert und die Angelegenheit der Jama'a und zusammenkommt und sich gegenseitig unterstützt, distanziert sich, ist alleine, dann ist man eine leichte Beute für den Shaitan, dass er ihn irre gehen lässt, dass er ihn falsche Wege bringt. Deswegen hatten wir auch an die Jama'a, und ich schließe ab mit der Geschichte, die er jetzt eben gesagt hat, sagt er, eine von den gut Rechtschaffenden, als er im Sterben lag, hat er seine Söhne gesammelt und hat er ihnen gesagt, er wollte ihnen die Wichtigkeit des Zusammenhalts und die Jama'a zeigen. Da hat er ihnen gesagt, sammelt mir sozusagen so viele Stücke wie möglich und macht das zu einem Bündel. Und als sie das gesammelt haben und haben sie das zu einem starken Bündel gemacht, dann hat er gesagt zu einem von denen, lass mal, zerbrich mal diese Bündel. Er konnte das nicht, der andere konnte das nicht, der andere konnte das nicht. Dann hat er gesagt, mach den Bündel mal auseinander und nimmt einen Stock. Jeder nimmt mal einen Stock, macht den kaputt, hat den kaputt gemacht, hat den anderen kaputt gemacht. Und so wollte er ihnen die Lektion geben, wenn wir zusammen sind, dann kann uns keiner kaputt machen. Kann uns keiner zerstören, weil wir eine starke Bündel sind. Und wenn wir sozusagen einer von den anderen sich immer spaltet und weggeht, dann nimmt man ihn und zerbricht man ihn. Und so kann man uns einer nach den anderen zerstören. Deswegen sollten wir an die Jama'a festhalten. Die Jama'a, die Grund-Jama'a ist, dass man unter den Herrschern bleibt und dass man nicht sozusagen sich gegen ihn lehnt oder sozusagen bekämpfen will und so weiter. Und er hat darauf hingedeutet, guckt euch mal an, in alle Länder jetzt, wo die gegen ihre Herrscher, die Völker gegen ihre Herrscher sich gelehnt haben und haben nicht Sabr gehabt, guck mal, was passiert ist. Da ist sehr viel größeres Übel entstanden. Und sozusagen auch in alle Gelegenheiten von Jama'a, bei dir zu Hause, in der Moschee, wo du unter Freunde bist, haltet euch an das, was eure Religion stärkt. Das heißt, dieses Zusammenhalt sollte sein dafür,
um seine Religion auf beste Art und Weise zu führen. Möge Allah SWT uns an die Jama'a festhalten lassen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wer vielleicht Frage stellen möchte an den Sheikh, inshallah, ich kann gerne übersetzen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ist noch ein bisschen Zeit bis Asr. Kann man inshallah dafür. Nein. نعم. الأكرم. نعم. كنت إذا عندهم سؤال. لا إذا عندهم سؤال جيد. إن شاء الله. إذا عايزين قصة ثانية نعطيهم قصة ثانية لهم عشان. Der Sheikh sagt, wenn ihr Frage habt, dann stellt ihm die Frage. Wenn ihr nichts habt, dann kann er euch noch eine andere Geschichte geben, damit ihr nicht sozusagen bitteschön. Ich meine, diese Hadith von wenn jemand von Jamaat weggeht, steht aus Jahiliya. Und was bedeutet Jahiliya, wenn der stirbt? السؤال يسأل الأخ جزاكم الله خيرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شأن آخر فمات مات ميتة الجاهلية. ما معنى ميتة الجاهلية؟ ميتة الجاهلية يعني اختلف فيها العلماء طبعا. ميتة الجاهلية على غير الإسلام، من مات حسابه عند الله عز وجل، يعني فيها تحذير شديد من مفارقة الجاهلية. الجاهلية اللي هو قبل الإسلام. Also der Sheikh sagt, dass man so auf der يعني كأنه لا شيء، يعني تنكيلا به لأنه فارق الجماعة. Also gibt es Meinungsverschiedenheiten bei der Erklärung von diesem Satz. Zum einen sagt man, das ist Mit al-Jahiliya, dass er also nicht auf Islam ist. Das ist eine Erklärung. Aber das ist sozusagen in dem Sinne, dass er ihn davon stark warnt. Also das ist nicht Takfir für ihn, sondern dass man ihn stark warnt, dass man sich von der Jama'a spaltet. Und eine andere Erklärung sagt er, dass er unbedeutend wird. Also wie bei Jahiliya, dass man sozusagen auf eine Art und Weise stirbt, dass er nichts als Bedeutung hat. Das ist auch wiederum eine starke Warnung von der Jama'a aus. السؤال نخضع للسلطان ونقول يعني تحت السلطان مأخوذة ففي فأي سلطان أي على لا إله إلا الله وغلي بالقوة أو بطريق الآخر أصبح ولي عليه ولم يكفر فلا يظلم إلا لما بقى لأن الخروج عليه كان هو فيه ضرر فالخروج عليه ضرر أعظم ونحن مطالبين باختيار أقل الضرر. Inshallah. Also eine wichtige Frage wurde von einem Bruder gestellt. Der Prophet Muhammad hat ja uns an die Jama'a gebunden und er hat gesagt, wir sollten an die Jama'a festhalten und was die Gelehrten ja erklärt haben, dass man unter dem Herrscher, unter seiner Herrschaft bleiben sollte, nicht aus seiner Herrschaft rausgehen. Da fragte ein Bruder, was ist denn heutzutage der Herrscher oder unter wem sollten wir uns unterordnen? Dann sagte der Sheikh, das ist, die Erklärung ist sehr, sehr simpel, dass man der Herrscher, der La ilaha sagt, ist Muslim und hat auf irgendeine Art und Weise die Herrschaft bekommen, hat auf irgendeine Art und Weise Herrschaft bekommen, sei es gewählt, sei es mit Macht, sei es, auf jeden Fall ist derjenige, der die Oberhand über das Land hat. Und er sagt, La ilaha illallah, solange man nicht von ihm deutlich in Kufr
gesehen hat, sollte man unter seiner Herrschaft bleiben. Jetzt die Frage, warum, sagt der Sheikh, der Grund ist auch ganz einfach zu erklären. Warum sollte man unter seiner Herrschaft bleiben, wenn man zum Beispiel vieles Falsches sieht und viele sozusagen Ungerechtigkeiten und so weiter? Weil diese Ungerechtigkeiten und dieses Falsche, was man sieht, ist ein Übel. Und wenn man gegen ihn Putsch macht und will man ihn mit Gewalt beseitigen, dann entsteht ein größeres Übel. Dann werden Blut vergießen, werden Leute vergewaltigt, werden Häuser zerstört, kommt der Herrscher mit seiner Macht, die viel größer ist als die Macht des Volkes, dann entsteht viel größeres Übel. Und der Prophet Muhammad hat aus dem Grund sozusagen gesagt, man sollte Geduld haben. سؤال في اوروبا هنا ما هي الجماعه؟ كيف الجماعه تكون هنا؟ هذه جماعة جماعة المسجد، الصحبة الصالحة، جماعة العلماء والمشايخ، لازم نبحث عن البيئة، وهذا من شروط العيش هنا أن تعيش في بيئة تدل على أنا من باب أولى، من باب أولى، يعني إذا كانت الجماعة مطلوبة على كل حال في ففي هذه الديار من باب أولى من شروط إقامتك أن تعيش بين جماعة المسلمين. Eine erweiterte Frage ist auch die Frage gekommen, ist sozusagen die Regierung oder die, sozusagen, wo wir leben, in den Ländern des von den Kuffar, sind die auch sozusagen unter diesem Hadith zu verstehen, ist die Frage gekommen. Also das heißt, haben wir so auch diese Gehorsamkeit, Pflicht, islamische Gehorsamkeit und dass wir sozusagen alles gehorchen und so weiter und so fort, islamisch gesehen? Oder wie sollte man das verstehen? Natürlich, er hat ja, als er über den Herrscher gesprochen hat, sagte er, das ist der Herrscher der Muslims. Und hier ist die Situation nicht aus Sicht von, das ist ein Herrscher, den man sozusagen islamisch sich unterordnen muss und gehorchen sollte, sondern hier ist ein anderer Fall, und zwar, man hat eine Vereinbarung. Wenn man ein Visum hat oder wenn man eine sozusagen Reise in ein Land kommt, dann macht man eine Vereinbarung, dann ist man ein Bürger. Und dann bekommt man Rechte des Bürgers, hat man Verpflichtungen. Und man hält sich an diese Vereinbarung. Deswegen hier geht das nicht sozusagen, dass man sagt, das ist der muslimische Herrscher und dem muss man Dua machen und all diese Regeln, was für einen muslimischen Herrscher gilt, sondern man muss sich an die Vereinbarung halten. Und hier ist man mit einer Vereinbarung reingekommen. Das heißt, mit dem wir zu tun haben, ist Vereinbarung, die wir halten. Wenn du Bürger bist, hast du Vereinbarung, Rechte und Pflichten, die du nachgehst, und die halten sich an ihre Vereinbarung, und so ist das Verhalten zwischen den Muslimen und sozusagen die Nicht-Muslimen in deren Länder ist dieses Verhalten. Dann war die Frage, wenn wir uns an die Jama'a halten sollten und wir haben jetzt hier keine islamischen Herrscher, der sozusagen, wo diese Verbote und wo Allah sozusagen deutlich gemacht hat, dass wir an denen festhalten sollten und denen gehorchen sollten. Dann, wenn wir in Deutschland sind und wir haben jetzt nicht diese Herrscher, der uns herrscht, wie sollten wir dann die Jama'a, an die Jama'a festhalten? Sagt der Sheikh, hier in diesem Fall, auch in jedem Land, sollte man an die Jama'a festhalten, das heißt an der Gruppe der Muslime,
um seine Religion auf beste Art und Weise zu verrichten. Und er sagt, das ist sogar von den Bedingungen, dass man es überhaupt erlaubt wäre, hier zu kommen oder hier zu leben, dass man erstmal sozusagen diese Sache hat, dass man, wo die Moschee, wo die Jama'a das Gebet verrichtet, die Jum'a verrichtet, dass man sozusagen sich an die hält und dass man zusammenarbeitet, um seine Religion zu verrichten. Ja, man hat viele Angelegenheiten der Muslime, da sollte man zusammenkommen, diese Angelegenheiten, diese Rituale der Muslime sozusagen verwirklichen. Verwirklichen von Gebete, Verwirklichung von Eid, Gebet, Verwirklichung von das, was sozusagen deine Religion richtet. Und das ist immer die Jama'a der Muslime, dass man an sich, aneinander hält und auch die Jama'a von Ulama, dass man sucht und weiß, wo die Gelehrten des Sunna sind, dass man an die festhält. Das gehört auch zu den Regeln und zu den Angelegenheiten der Jama'a. Das heißt, womit du deine Religion verrichtest, dass du die Gelehrten hast, wo du die fragen kannst und dass du sozusagen unter den Muslimen bist, dass du auch unterstützt und deine Religion aufbaust und dass du nicht isoliert bleibst. Das ist sozusagen auch eine wichtige Regel hier, damit man hier eine Jama'a hält. Allah